Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobile. In diesem Video dreht sich alles um den neuen Alexa Sprachassistenten, der in die neuen Modelle eingezogen ist. Und ich erkläre euch, wie ihr ganz einfach von zu Hause aus euer Smartphone mit dem Auto verbinden könnt, damit diese ganzen Sprachbefehle bei euch funktionieren. Und wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. Heute dreht sich also alles um die Einrichtung des Alexa Sprachassistenten, und für alle, die unseren Kanal regelmäßig verfolgen, die werden jetzt vielleicht denken, das Thema kommt mir doch irgendwie bekannt vor, habe ich das nicht schon mal gesehen? Das stimmt tatsächlich. Wir hatten schon mal ein Video zu diesem Thema hochgeladen auf YouTube, allerdings haben wir nun einige neue Informationen von Mazda erhalten, die so wichtig sind, dass ich euch die nicht vorenthalten will, und zudem waren dadurch dann auch ein paar Fehler in dem alten Video drin. Und weil eben auch dieser Alexa Sprachassistent vermutlich in alle zukünftigen Modelle eingeführt werden wird, haben wir uns entschieden, dieses Video nochmal komplett neu zu drehen mit den neuen Infos, weil ich die eben so wichtig finde, und ich möchte eben auch kein Video haben, das irgendwelche Fehler hat. Da bin ich einfach zu perfektionistisch. Ich habe mir heute wieder einen wichtigen Partner mit beigefügt, und zwar hier den Mazda CX-30 Modelljahr 2025. Das jetzt hier ist übrigens ein Humura in der 2,5 Liter Version mit 140 PS. Es ist allerdings so, dass dieser Alexa Sprachassistent bereits in der Basisausstattung enthalten ist, also ist nicht ausstattungsabhängig, das ist schon mal eine tolle Sache. Aber es gibt noch ganz viele andere Modelle von Mazda, die das auch enthalten, zum Beispiel eben der Mazda 3 Modelljahr 2025, auch hier bereits ab der Primeline-Version, oder jetzt der neu eingeführte CX-80, auch da bereits ab der einfachsten Ausstattungslinie hat diesen Alexa Sprachassistent. Und wie ich schon sagte, er wird auch in den zukünftigen Modellen vermutlich in Kürze eingeführt werden. Und das führt mich direkt auch einer Frage nach, die ihr ganz häufig im letzten Video gestellt hattet, nämlich, kann man denn in dem bestehenden Auto das irgendwie nachrüsten? Und grundsätzlich ist es leider im Moment so, dass es dazu keine Updates oder kein Hardware-Kit gibt, um das zu tun. Wir haben Mazda mal informiert, ob es das nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt. Sobald es da was geben sollte, werden wir euch auf jeden Fall informieren. Im Moment, wie gesagt, leider nicht. Ja, und dann hätte ich gesagt, steigen wir doch direkt mal hier ins Auto ein, und ich zeige euch, wie ihr ganz einfach von zu Hause aus den Alexa Sprachassistenten bedienen könnt. Wir reden die ganze Zeit über Alexa Sprachassistenten, und vielleicht gibt es ja einige Zuschauer unter euch, die mit diesem Begriff gar nichts anfangen können. Es gibt ganz viele verschiedene Sprachassistenten auf dem Markt, zum Beispiel eben von eurem Smartphone. Vielleicht kennt ihr das, das ist die Siri beim Apple oder der Google Assistant bei Android-Smartphones. Und es gibt eben auch von Amazon einen eigenen Sprachassistenten. Alexa kennt man eigentlich meistens eher von solchen Lautsprechern, die man zu Hause hat, irgendwelchen Sonos-Speakern und anderen Dingen, mit denen man eben dann zum Beispiel eben diese Lautsprecher steuern kann, aber natürlich auch ganz viele Fragen stellen kann, zum Beispiel zu Politik, irgendwelche Wissensfragen, Spiele spielen kann. Und genau deshalb hat sich Mazda hier natürlich auch für den Alexa Sprachassistenten besonders interessiert und in die Autos integriert, weil der eben extrem vielfältig ist, weil man damit auch diese ganzen Smart Home-fähigen Geräte steuern kann. Und Alexa ist jetzt sogar noch erweitert worden, nämlich man kann jetzt sogar mit der Sprachbedienung das komplette Auto hier, zum Beispiel die Klimaanlage steuern, das Navigationssystem, die Freisprechrichtung und das Audiosystem. Und wir werden euch dazu natürlich noch in Zukunft ganz viele Videos hochladen, damit ihr auch genau wisst, was ihr eigentlich alles mit Alexa hier anstellen könnt. Jetzt haben wir also so 3 gängige Sprachassistenten. Und tatsächlich ist das so, ihr habt tatsächlich die Wahl. Also ihr müsst euch jetzt nicht irgendwie für einen speziellen entscheiden. Ihr könnt dann auch immer hin und her wechseln. Ihr könnt den von eurem Smartphone nehmen, zum Beispiel den Google Assistant. Ihr könnt die auch kombinieren. Auch dazu werden wir euch nochmal ein Video hochladen. Heute zeige ich euch allerdings mal, wie ihr den Alexa Sprachassistent in eurem Fahrzeug sehr einfach einrichten könnt. Da gibt es tatsächlich ein paar verschiedene Methoden. Und da fangen wir auch schon so ein bisschen an mit den Informationen, die wir nun von Mazda bekommen haben. Der einfachste Weg, Alexa zu verwenden in eurem Fahrzeug, ist eigentlich schon im Auto enthalten. Und zwar haben wir in allen modernen Fahrzeugen, wie eben hier in diesem Fahrzeug, auch schon eine integrierte SIM-Karte. Man erkennt es meistens hier oben an so einem SOS-Knöpfchen. Und da wird eben dann hier der Notruf angerufen, wenn irgendwie ein Unfall passiert. Aber diese SIM-Karte kann natürlich auch noch Daten übertragen. Und damit das funktioniert, müsst ihr allerdings bei eurem Fahrzeug die Online-Daten aktivieren und das Auto in eurer My Mazda App verbinden. Und das zeige ich euch jetzt gleich mal als allererstes. Ich starte jetzt hier mal das Fahrzeug. Der ist noch relativ neu. Und dann prüfen wir gleich mal, ob die Online-Daten aktiviert sind, und ich zeige euch, wo der Menüpunkt zu finden ist. Ihr geht bei eurem Auto einfach hier unten auf Einstellungen bitte. Dann geht ihr auf Systemeinstellungen
Und ganz unten habt ihr hier Online-Konnektivität. Das muss auf jeden Fall angehakt sein. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Das ist auch der Standard. Man kann es allerdings auch ausschalten und dann müsst ihr es bitte wieder aktivieren. So, jetzt haben wir mal das Wichtigste getan. Jetzt müssen wir noch dieses Fahrzeug mit unserer MyMazda-App verbinden. Die meisten Kunden haben das wahrscheinlich schon ganz am Anfang gemacht, weil es wirklich eine coole Sache ist. Man kann sehr, sehr viel mit dieser MyMazda-App und eurem Auto machen. Wenn euch übrigens die genauen Details zur MyMazda-App interessieren, was man da mit dieser App alles anstellen kann, denn das zeige ich euch nicht in diesem Video, dann verlinke ich euch mal dieses Video hier oben, dann könnt ihr euch das gerne mal in Ruhe anschauen. So, ich habe jetzt schon mal Folgendes getan. Ich habe mir diese MyMazda-App schon mal auf mein Handy runtergeladen. Ich habe jetzt hier ein Apple, das funktioniert natürlich auch bei einem Android-Handy. Und ich habe mir jetzt hier schon mal einen Zugang eingerichtet, also Passwort, E-Mail-Adresse und so weiter, damit es jetzt hier nicht ganz so lange dauert. Das solltet ihr also auf jeden Fall schaffen und dann seid ihr in dieser App drin. Und dann funktioniert es wie folgt. Ich aktiviere mal gerade hier die Bildschirmaufnahme, damit ich euch das zeigen kann. So, ich gebe jetzt als allererstes mal mein Passwort ein und das ist bei mir schon gespeichert und gehe jetzt erstmal in die App rein. Jetzt sagt das System hier, willkommen bei Mazda, fügen Sie bitte ein Fahrzeug hinzu. Man kann auch so einen Gastmodus verwenden, aber das wollen wir nicht. Wir wollen ja wirklich ein Fahrzeug hinzufügen und dann drückt man hier einfach auf die Taste hinzufügen. Jetzt könnte man hier die Fahrgestellnummer auch eintippen. Am einfachsten ist das Scannen. Dann könnt ihr einfach irgendwie zum Beispiel euren Fahrzeugschein nehmen oder irgendeine Rechnung. Ich nehme jetzt direkt mal hier die Fahrgestellnummer am Auto ab. Ich zeige euch, wo ihr die ganz einfach auslesen könnt. Marcel, wir steigen mal kurz aus. Hier an der B-Säule befindet sich hier unten ein Aufkleber mit eurer Fahrgestellnummer. Dann geht ihr in der App einfach auf FIN scannen, also für Fahrgestellnummer. Und dann geht ihr hier möglichst ran. Schaut, dass die Belichtung passt. Prüft auch mal, manchmal ist die Erkennung nicht ganz perfekt. Hier schwankt er jetzt zum Beispiel so ein bisschen zwischen 6 und 0. Dann gehe ich auf Validieren und gehe dann nochmal hier drauf. Dann prüft das System erstmal, ob das ein Auto ist, das überhaupt über diese Online-Dienste verfügt. Das sagt er, ist in Ordnung. Dann gehe ich jetzt hier schon mal auf Weiter. Er sagt mir nochmal, was das für ein Modell ist. Mazda CX-30. Ich könnte jetzt hier einen Namen vergeben, was weiß ich, wenn das mein Auto wäre und meine Partnerin hätte noch ein anderes Auto, dann könnte ich jetzt meinen Namen eingeben oder auch wegen Eigenname vom Auto. Er zeigt euch auch euren Mazda-Partner an, der da hinterlegt ist. Also jetzt logischerweise hier wir. Und dann geht man auf Senden. So, jetzt sagt das System abgeschlossen. Ich kann jetzt hier diese Konnektivitätsdienste aktivieren oder registrieren. Das kann ich später machen oder gleich. Ich mache es natürlich gleich. Ich gehe jetzt hier mal auf Registrieren. So, jetzt muss man hier auf Start drücken, um loszulegen. Dann muss man hier die allgemeinen Geschäftsbedingungen anklicken. Durch diese Konnektivitätsdienste entsteht keine Art Abo oder irgendwelche Zahlungsverpflichtung für euch. Im Moment sind diese Konnektivitätsdienste absolut kostenlos. Sollte es mal irgendwann kostenpflichtig werden, würdet ihr auf jeden Fall eine Info von Mazda vorher bekommen. Ich gehe dann auf OK. So, jetzt sagt mir das Fahrzeug oder beziehungsweise die App, ich soll ins Auto reingehen und die Zündung anmachen, denn da wird jetzt gleich ein Code auftauchen. Wir müssen wieder rein, Marcel. Falls das Auto noch an ist, so wie bei mir, müsst ihr es kurz ausmachen. Das funktioniert tatsächlich nur, wenn die Zündung an ist. Drückt hier einfach zweimal auf den Startknopf und wartet einen kleinen Moment. Dann geht ihr hier auf Weiter. Das heißt also, jetzt bestätigt ihr, dass ihr in einem Auto sitzt, was die Zündung aktiviert hat. Geht auf Weiter und dann geht ihr bitte auf Autorisierungscode anfordern. Dann dauert es einen kleinen Moment. Hier wird er schon angezeigt. Solltet ihr zum Beispiel in einer Tiefgarage stehen, kann es natürlich sein, dass der Empfang der SIM-Karte sehr schlecht ist. Dann solltet ihr euch am besten irgendwo hinstellen, wo ihr einen freien Himmel habt. Ich gebe jetzt einfach diesen Code ein. So. Und gehe auf Senden. Jetzt werden wir sozusagen mit dem Fahrzeug verbunden. Hier steht Registrierung wird verarbeitet. Ich gehe hier auf OK. Jetzt wird es noch eine ganze Weile dauern, ich sage mal so ungefähr 4-5 Minuten im Regelfall, bis wirklich die Daten synchronisiert wurden. Also es hilft jetzt nicht schon hier direkt drauf zu tippen, da wird es also noch ein wenig dauern, bis das Ganze funktioniert. Ich gehe jetzt hier schon mal auf Schließen, wir warten einen kurzen Moment ab und dann geht es weiter mit der Einrichtung. Das Ganze ging jetzt bei mir wesentlich schneller als gedacht. Ihr bekommt dann so eine Mitteilung, Ihr Fahrzeug ist jetzt verbunden. Dann kann man hier noch die Benachrichtigungen festlegen, welche Benachrichtigung man möchte. Ich schalte die mal gerade alle aus und gehe auf Fertig. Okay, jetzt ist mein Fahrzeug also hier mit meiner MyMazda-App verbunden und damit haben wir jetzt alle Voraussetzungen geschaffen, damit Alexa hier komplett in diesem Auto autark funktionieren kann. Und wir starten. Also das funktioniert wie folgt.
Ihr geht jetzt als allererstes mal bei eurem Fahrzeug hier links auf die Sprachtaste. Das ist diese Taste hier unten links mit dem Sprechsymbol und dem kleinen Hörer drauf. Das ist mal wichtig, dass ihr da drauf drückt. Und dann erscheint hier in diesem Display die Information, dass ihr bitte die Heimatregion aussuchen sollt. Ich gehe auf OK und suche mir natürlich Deutschland aus. Wenn ihr natürlich nicht aus Deutschland kommt, ganz wichtig, sucht euch bitte natürlich euer Land aus. Okay, dann sagt er, möchten Sie Alexa verwenden, wenn die Sprechtaste gedrückt wird. Das könnt ihr dann einfach später sowieso nochmal auswählen. Ich gehe jetzt auch später auswählen. Okay, das ist jetzt mal die Grundvoraussetzung gewesen, damit wir mit Alexa überhaupt was einstellen können. Denn wenn ich jetzt unter alle Einstellungen reingehe, kommt jetzt ein neues Menüfeld hinzu, Einstellungen von Alexa. Das ist jetzt hier schon bei mir hinterlegt. Da gehe ich jetzt dann drauf und sage, ich möchte mich bei Alexa anmelden. Jetzt solltet ihr Folgendes wissen. Damit Alexa funktionieren kann, brauchen wir also ein funktionsfähiges Auto, aber wir brauchen auch einen Amazon-Account. Das muss kein bezahlter Account sein, also diese typischen Amazon Prime-Account, sondern es ist ein ganz normaler Basis-Account, reicht vollkommen aus, denn auch Alexa ist grundsätzlich von der Nutzung absolut kostenlos für euch. Das Wichtige ist nur, ihr braucht also einen Amazon-Account oder habt irgendwann schon mal bei Amazon irgendwas bestellt. Diese Zugangsdaten solltet ihr auf jeden Fall eben bereithalten und die werden wir nun eben brauchen. Ich gehe jetzt hier direkt mal auf Anmelden. Dann erscheint hier ein QR-Code und den müsst ihr bitte mit eurem Smartphone abfotografieren oder einscannen. Ich gehe also bei mir hier mal in den Fotoapparat rein und hier auf diesen QR-Code. Da wird mir hier unten dann auch schon angezeigt und wenn ich da jetzt drauf tippe und gehe auf in Safari öffnen zum Beispiel, dann öffnet sich bei mir Amazon im Hintergrund. Ich muss jetzt hier auch mein Passwort eingeben, das mache ich jetzt mal. Bei mir ist es eine Zwei-Faktor-Autorisierung, das heißt, ich bekomme zur Sicherheit, nachdem ich das richtige Passwort eingegeben habe, nochmal eine SMS, einfach um eine zusätzliche Schutzbarriere zu haben. Deswegen muss ich jetzt diesen Code auch noch eingeben. So, und jetzt wird hier die Frage auftauchen, Mazda Alexa möchte gerne auf den Amazon-Account zugreifen. Also sie wollen sich praktisch miteinander verbinden, das müsst ihr zulassen. Das ist dann eben auch hier zum Anklicken. So, jetzt dauert es einen klitzekleinen Moment und dann wird das Auto das auch direkt registrieren. Hier steht jetzt, die Registrierung ist erfolgreich abgeschlossen auf meinem Handy und hier haben wir jetzt schon die erste Frage, die wir beantworten müssen. Und zwar für die bestmögliche Nutzung oder die optimale Nutzung von Alexa ist es wichtig, seinen eigenen Standort freizugeben. Zum Beispiel könnt ihr dann eben Fragen stellen, hier steht es ja schon, Alexa, finde Restaurants in der Nähe oder wo ist der nächste Supermarkt, wo ist die nächste Tankstelle, fahre mich nach Hause. All solche Dinge sind natürlich immer nur dann möglich, wenn euer Standort im Endeffekt geteilt werden darf. Ihr geht hier einfach auf Zustimmen, wenn ihr das möchtet. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit hier Push-to-Talk zu aktivieren. Das ist diese Taste, die ich euch vorhin schon gezeigt hatte. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, Alexa zu aktivieren. Einmal durch den Begriff Alexa, wie ihr das vielleicht von einem Smart Speaker schon kennt, also nur durch eure Stimme, oder einfach hier durch die Taste. Man kann auch beides miteinander kombinieren. Ich werde jetzt hier für dieses Video mal bewusst die Taste wählen, damit Alexa nicht die ganze Zeit angeht, während ich den Begriff Alexa sage. Ich sage also, ja, das möchte ich. Das System sagt jetzt, ich bin grundsätzlich mal startklar und gehe jetzt hier auf Schließen. Wir werden jetzt Alexa gleich mal ausprobieren. Alexa, wie wird das Wetter heute? In Ansbach beträgt die Temperatur momentan 11 Grad Celsius bei überwiegend bewölktem Himmel. Heute Nacht höchstwahrscheinlich auf- und abziehende Bewölkung mit einer Tiefstemperatur von 7 Grad. Okay. Ich hoffe, du hattest einen tollen Mittwoch. Das hat also schon mal super funktioniert. Ihr seht, das wird also auch direkt im Display angezeigt, was nochmal ganz schön ist. Dann kann man sich sogar hier die nächsten Tage ein bisschen anschauen, das mal verbildlichen. Und wir gucken uns jetzt natürlich auch mal so ein bisschen die Einstellungen an, die ihr vornehmen könnt. Ich gehe direkt hier mal auf Einstellungen und hier oben habt ihr den Menüpunkt Kommunikation. Da könntet ihr euer Telefon nochmal neu koppeln, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, um nochmal die Kontakte zu synchronisieren oder die Services neu zu synchronisieren. Brauchen wir jetzt nicht, hat ja funktioniert bei uns.
Hier gehe ich mal direkt rein und mache den Haken weg. Dann erkläre ich euch, warum ich das getan habe. Taucht ganz kurz von oben so ein roter Strich auf. Und zwar Hands-Free von Alexa bedeutet, dass Alexa auch auf die Stimme reagiert. Und das würde jetzt hier im Video wirklich stören, wenn ich dauernd bei jedem Mal Alexa hier eine Frage stellen müsste an Alexa. Deswegen habe ich das ausgeschaltet im Moment. Push-to-Talk war unsere Taste. Bitte nicht stören, also stoppt die Benachrichtigungen, denn es gibt tatsächlich auch noch eine Alexa-App, die wir euch auch noch vorstellen werden. Da könntet ihr euch zum Beispiel auch Termine, Notizen etc. alles anlegen und dann zum Beispiel würdet ihr eine Benachrichtigung von Alexa bekommen. Und wenn ihr das eben nicht wollt, könnt ihr das hier deaktivieren. Dann haben wir hier nochmal das Thema Standortfreigabe. Das hatten wir auch gerade schon. Wenn ihr euch nachträglich entscheidet, es doch nicht machen zu wollen, wäre das natürlich möglich. Und wir haben ja 2 Töne. Einmal vor Beginn einer Anfrage und am Ende der Anfrage. Wenn ihr sagt, ich möchte so wenig wie möglich Töne haben im Auto, könnt ihr natürlich diese Töne hier auch ausschalten. Dann haben wir noch die Alexas Sprache. Wir hatten auf Deutsch gestellt. Wollt ihr lieber natürlich eure Heimatsprache, dann könnt ihr das natürlich auch noch ändern. Das sind jetzt mal die Alexa-Einstellungen. Hier unten habe ich noch mal was Nettes für euch. Wenn ihr schon mal so ein bisschen rumprobieren wollt und nicht warten wollt, bis unsere Videos hochgeladen sind, könnt ihr hier mal so ein paar Befehle sehen, was man so alles mit Alexa anstellen kann, wie zum Beispiel hier eben erste Schritte. Wetter hatten wir gerade schon probiert, Unterhaltung, Kommunikation und so weiter und so fort. Schaut da gerne mal rein, tüftelt da ein bisschen raus. Tipp von meiner Seite auch immer, wenn ihr jetzt in so einem Auto sitzt und wollt es ein bisschen rumprobieren, möglichst nicht beim Fahren, natürlich am Anfang, wenn man sich noch ein bisschen mit dem Auto beschäftigt und macht tatsächlich, auch wenn das jetzt blöd klingt, den Motor an. Wenn ihr nämlich eine Stunde in so einem Auto drin hockt und das rumprobiert, ist irgendwann die Batterie auch mal leer. Das braucht ja alles Strom. Denkt da so ein bisschen dran oder probiert einfach nur kürzere Phasen und fahrt danach irgendwann wieder eine Runde. Wir gehen mal wieder raus. Hier gibt es jetzt noch Abmelden. Wenn ihr sagt, nee, also Alexa will ich nicht, brauche ich nicht, dann könnt ihr euch natürlich auch abmelden. Dann ist alles wieder gut und ihr seid also nicht mehr in diesem System enthalten. Ja, und jetzt gibt es natürlich noch eine zweite Möglichkeit, wie wir Alexa verbinden können. Und jetzt fragt man sich ja, warum soll ich denn noch eine zweite Möglichkeit zur Verfügung stellen? Nun, diese Version, die wirklich sehr, sehr einfach funktioniert. Ihr müsst ja nur diese My Mazda App koppeln. Da funktioniert tatsächlich alles. Ihr könnt das Navi damit bedienen, ihr könnt die Updates machen, ihr könnt die Freisprechenrichtung bedienen und so weiter. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist Musikstreaming. Warum? Weil da natürlich auch sehr, sehr große Datenmengen transportiert werden. Und das würde dann Mazda wahrscheinlich einfach zu viel Geld kosten. Das Abo ist ja kostenlos für euch. Das heißt, wenn ihr auch die Möglichkeiten nutzen wollt, mit Amazon Musik zu hören, da gehören auch die Hörbücher und so weiter zu, wie zum Beispiel Audible, was auch immer, dann müsst ihr tatsächlich die zweite Methode verwenden und die zeige ich euch jetzt mal. Und bei der zweiten Methode ist es so, dass wir nicht die My Mazda App verwenden, sondern wir nehmen einen Internetzugangspunkt, den ihr selber dem Auto bietet. Man sagt dazu auch Hotspot. Ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen wie zu Hause. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich zu Hause vielleicht auch ein Wi-Fi-Netzwerk. Das heißt, irgendwo eine Box stehen, die sendet ein Signal aus und die verbindet eure PCs dann eben mit dem Internet. Und ihr habt im Auto jetzt vielleicht nicht so eine Box, aber ihr habt ein Handy, was durchaus diese Funktion erfüllen kann. Und ich habe auch hier wieder mein Telefon vorbereitet. Ich mache kurz wieder die Bildschirmaufnahme an. Und jetzt machen wir Folgendes. Ich gehe mit euch mal in die Einstellung von meinem Telefon rein. Und hier gibt es direkt in den Einstellungen bei mir, jetzt beim iPhone, einen Menüpunkt, der heißt persönlicher Hotspot. Beim Android-Phone gibt es das auch, meistens irgendwo unter WLAN zu finden. Da gehe ich jetzt mal drauf und ich habe das jetzt hier schon mal vorbereitet. Zum einen müsst ihr natürlich hier den Menüpunkt Zugriff erlauben, aktivieren. Das ist dieser Button hier oben. Dann müsst ihr ein Passwort vergeben. Ich habe das mal ganz einfach gemacht hier für dieses Video. Idealerweise sucht euch nicht ganz so ein einfaches Passwort aus. Und hier unten gibt es dann noch einen einzigen Haken, den ihr noch einstellen könnt. Das ist Kompatibilität maximieren. Da geht es ein bisschen um Wi-Fi-Kanäle, um Sicherheitsprotokolle. Hier würde man sozusagen damit eher einfache Protokolle verwenden, damit auch ältere Geräte funktionieren. Fürs Auto ist es jetzt nicht notwendig, aber ich habe es jetzt bei mir einfach mal aktiviert. So, jetzt gehen wir wieder in die Einstellungen rein. Und zwar diesmal in die Verbindungseinstellungen. Damit das funktioniert, wir also die volle Funktionalität von Alexa verwenden können, müssen wir in die Wi-Fi-Client-Einstellungen rein und hier den Wi-Fi-Client-Modus aktivieren. Jetzt bekommen wir eine Info, dass dadurch diese integrierte Schnittstelle zunächst einmal unterbrochen wird. Ich gehe jetzt hier auf Weiter und
gehe direkt im zweiten Menüpunkt auf Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken. So, jetzt tauchen hier sämtliche Wi-Fi-Netzwerke auf unserem Autohof auf. Ich nehme jetzt natürlich erstmal mein eigenes Telefon. Hier müsst ihr dann das Passwort eingeben. Das mache ich gleich mal. So, gehe ich auf Ziffern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die 8. Dann hier unten auf den Haken. Dann müsst ihr natürlich euer Passwort eingeben. So, habt ihr das Passwort dann eingegeben, einfach auf Verbinden gehen. Hättet ihr jetzt euch irgendwie vertippt, müsstet ihr natürlich nochmal das Passwort korrigieren. Jetzt steht ihr da, es ist also mit meinem iPhone verbunden. So, das war es tatsächlich auch schon. Jetzt funktioniert der ganze Spaß wie gerade auch schon. Nur, dass jetzt eben Alexa nicht mit der MyMazda App verbunden ist, nicht mit dem Mazda Server verbunden ist, sondern mit eurem Telefon. Probieren wir auch mal aus. Alexa, Spiele von Adele 21. Zufallswiedergabe von 21 von Adele und ähnlichen Songs auf Amazon Music. So, ich stelle jetzt bewusst die Lautstärke auf 0, weil ich euch natürlich diesen Song nicht hier in diesem Video abspielen darf. Aber ich will euch eben zeigen, dass es funktioniert. Würde normalerweise nicht gehen, wenn man die Standard-Schnittstelle von Mazda nutzen würde. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr einen entsprechenden Datentarif bei eurem Smartphone besitzt, denn diese Musikdaten werden natürlich dann jetzt von eurem Tarif abgebucht. Das heißt, hier solltet ihr schon ein paar Gigabyte pro Monat zur Verfügung haben. Ansonsten auch hier entstehen euch im Prinzip keine weiteren Kosten, außer eure normalen Mobilfunkkosten, die ihr aber sowieso besitzt. So, dann gucken wir hier noch mal ganz kurz ins Menü. Da will ich euch noch was zeigen, und zwar unter erweiterte Einstellungen. Hier habt ihr nämlich einmal automatisch Wi-Fi-Verbindung aktivieren. Das sollte auf jeden Fall angestellt sein. Und ihr könnt auch eine Verbindungspriorität hinterlegen. Das heißt, habt ihr also beispielsweise 2 Smartphones vom Partner, Partnerin und von euch, dann könnt ihr sagen, okay, wenn ihr beide in einem Auto drin sitzt, welches soll denn nun das tatsächliche Wi-Fi-Netzwerk sein, das genommen werden soll? Nimmt man das vielleicht mit dem günstigeren Tarif oder mit dem mehr Gigabytes? Das ist eine coole Sache, und dieses automatische Verbinden ist wichtig, dass wenn ihr praktisch ins Auto einsteigt, dass direkt die Verbindung zu eurem Smartphone hergestellt wird. Wichtig ist natürlich, dass ihr diesen Hotspot aktiviert lasst. Das ist auch grundsätzlich nicht wild, weil im Endeffekt das Wi-Fi meistens sowieso beim Smartphone aktiviert ist, weil ihr dann zu Hause irgendwie schneller surfen könnt. Also im Endeffekt wird sich das auch auf den Akkuverbrauch kaum auswirken. Ansonsten könnt ihr es natürlich immer an- und ausschalten. Ist mal ein bisschen unbequem. Gut, das sind jetzt mal so die wichtigsten Einrichtungsschritte, wie ihr relativ einfach euer System nutzen könnt. Die ganzen Befehle, die da tatsächlich möglich sind, was man mit diesem System alles anstellen kann, zeigen wir, wie gesagt, euch noch in Zukunft mit einem anderen Video. Und wir zeigen euch aber auch noch, wie man tatsächlich Google Assistant oder auch den Siri oder generell auch die anderen Systeme mit diesem Auto, mit Alexa verbinden kann und beide sogar parallel nutzen kann. Das ist auch eine ziemlich coole Sache, aber dazu bleibt nur noch ein bisschen gespannt auf die zukünftigen Videos. Wenn euch dieses Video übrigens gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst. Denkt doch dran, unseren Kanal zu abonnieren, dann bekommt ihr zum Beispiel immer eine Info, wenn wir die neuen Videos hochgeladen haben. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns einfach wieder beim nächsten Video.